Heilendes Wasser aus der Steckdose. Klingt jetzt erstmal nicht so richtig alternativ, aber oder überraschend. Ist das etwas, was zusammenpasst, dass ich an Wasser, um eine Heilwirkung zu bekommen, in irgendeiner Weise Strom packen muss? Oder Das scheint in der Tat das Thema zu sein, so wie man es jedenfalls heutzutage sieht. Also das Erste, was man gemerkt hat, dass der Unterschied zwischen dem rein kopierten Heilwasser auf chemische Punch- und Rührmethode und dem anderen ist, dass da ein anderes elektrisches Potenzial ist bei den wirklich guten Heilquellen. Ja, das ist was man messen kann, das ist ein Strom. Man wusste nur nicht so recht, wo kommt denn der her? Jetzt hat man in den 30er Jahren in Deutschland begonnen, halt mal Strom ins Wasser zu geben, sogenannte Elektrolytwasser. Und der basische Teil, der hat eben ein sehr niedriges Redoxpotenzial. Und da kann man halt wirklich messen, dass da ein sehr großer Elektronenreichtum vorhanden ist. Und das war jetzt nur meine elektrische Größe. Und man hat nicht gewusst, woher kommt's. Aber man hat damit bereits operiert und hat gesagt, okay, je mehr wir da reintun, von der Energie, die wird da drin gespeichert, wie in einer Batterie. Ja, es sind ja positiv und negativ geladene Teile drin und wir können tatsächlich die Energie, die wir reingeben durch die Elektrolyse ins Wasser, können wir da drin in gewisser Weise speichern. Ja? Und jetzt hat man lang rumgeforscht, ja, wie können wir es denn speichern? Und der Hintergrund ist, dass einfach gespeichertes, gelöstes Wasserstoffgas die Ursache dieses negativen Redoxpotentials ist und dass das sozusagen den Kick ausmacht, den ein Heilwasser braucht, neben der mineralischen Zusammensetzung. Kick heißt, dass ich eine medizinische und gesundheitliche Auswirkung habe. Oder ist es, das ist ja, hier steht ja eine Flasche mit dem Wasser, die ihr mitgebracht habt, ist das etwas, was ja deutlich über das Thema es schmeckt anders hinausgeht? Ja, es geht deutlich darüber hinaus. Ich meine, Wasser ist ja zunächst mal jetzt nicht das natürlichste Getränk, das der Mensch kennt. Wasser, zumindest in Bayern nicht. Auf der ganzen Welt schauen Sie sich die Hochkulturen an. Da wird Tee getrunken, da wird Kaffee getrunken, da wird Wein getrunken, gemischt mit Wasser, aber keinesfalls irgendwo pures Wasser. Das ist eine ganz, ganz neue Sache, weil erst die Hygienestandards erst im 20. Jahrhundert so weit gekommen sind, dass man das in Flaschen abfüllen kann. Man muss es ja heutzutage noch überwiegend mit Kohlensäure versetzen, damit es nicht verkeimt auf den langen Wegen unterwegs. Und wenn man jetzt ein stilles Wasser hat, das aber mit Wasserstoff beladen ist und damit mit elektrischer Energie, da hat man ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Warum? Einfach weil man den Strom spürt. Ne? Sie spüren ein Bitzeln auf der Zunge, wenn sie sensibel sind und wenn es besonders stark ist. Und das macht das Wasser erstens mal schlüpfriger. Es lässt sich leichter trinken. Die Forscher sagen, es hydriert besser. Ne? Dadurch, dass es ein niedriges Redoxpotenzial hat, was dem des Blutes dann bei der Aufnahme gleicht, kann es leichter in die Adern übernommen werden. Und zwar zusammen mit den gelösten Mineralien. Und das ist halt der Punkt, was es dann auch medizinisch interessant macht. In dem Moment, wo das Wasser dem Organismus, den Zellen zur Verfügung gestellt werden kann, leichter zur Verfügung gestellt werden kann, auch mit den Mineralien, habe ich einen gesundheitlichen Effekt. Das ist etwas, was verstanden ist. Wie kommt es, es geht ja noch weiter, dass daraus dann auch so etwas wie eine heilende Wirkung, also dass ich Mineralien einem Organismus zugänglich machen kann, ist für den Organismus sicherlich in Ordnung und auch gesund. Nur der Schritt, eine vorhandene Indikation, eine gesundheitliche Problematik angehen zu können, ist ja noch eine Stufe drüber.
Ja, da werden hauptsächlich zwei Felder diskutiert. Das eine sind die sogenannten Übersäuerungskrankheiten. Ja. Ist ein medizinisch umstrittener Begriff, aber gibt es zweifellos. Chronische Krankheiten gibt es, an denen die Schulmedizin eigentlich nur symptomatische Wege gefunden hat, um sie irgendwo in den Griff zu bekommen. Das sind sozusagen Ermüdungskrankheiten der Organe. Und die Ermüdung, so die Theorie der alternativen Naturmediziner, die liegt eben an einer chronischen Übersäuerung. Die chronische Übersäuerung ist nicht die Azidose des Blutes, ja, sondern das ist was im Gewebe stattfindet, im Zwischenzellraum und wenn es ganz krass kommt, auch in den Zellen, wobei allerdings die Zellen dann gleich mit dem Leichenwagen weggekarrt werden. Also die chronische Übersäuerung ist hauptsächlich in der Zwischenzellflüssigkeit. Das kann man dadurch verbessern und dadurch nimmt man natürlich den chronischen Krankheiten einen der wesentlichsten ursächlichen Faktoren. Das ist das eine. Das zweite ist das, was man so unter dem allgemeinen Stichwort Energiemedizin versteht. Ja. Wenn ich jetzt Energie im Wasser speichern kann, dann ist die leichter zugänglich, als wenn ich jetzt in einen Schnitzel oder in ein Stück Käse beiße. Weil das Wasser sehr schnell aufgenommen werden kann und wenn das Energie, und zwar in der zellgängigsten Form, die es eigentlich überhaupt gibt, nämlich als Wasserstoff, denn der gesamte Stoffwechsel läuft letztlich auf den Aufbau von Wasserstoff hinaus. Ja, alles, was wir essen, führt letztlich zum Aufbau von Wasserstoff, aus dem wir dann die Energie für den Zelltreibstoff ATP gewinnen. Ja, und wenn wir uns das jetzt in einem kalorienfreien Getränk zuführen, und zwar auf die schnellstmögliche Weise, nämlich durch das kleinste Molekül, das eigentlich durch den Körper ständig flutscht, dann haben wir da einen Vorteil. Verstanden. Das alles, und deswegen jetzt meine Frage, muss ja umgesetzt werden in, ich sag mal, dieses Wissen gerätetechnisch. Was habt ihr da entwickelt? Was ist das, was, wenn man jetzt auf die Seiten geht, dem Verbraucher, dem Interessenten, dem Patienten, wie auch immer, angeboten wird? Was wir uns dann gleich auch mal im kleinen Filmchen anschauen. Aber welche Hilfestellung bekomme ich bei euch, wenn ich bei euch auf die Seite gehe? Also jetzt mittlerweile sehr, sehr große Hilfestellungen, weil wir haben verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern. Also jetzt sind wir schon bei 6, der 7. Hersteller ist schon da. Ja. Und da läuft es immer so ab, dass ich halt dann, wenn ich einen Hersteller habe, wo er interessante Geräte hat, dann bestellt man Beispielgeräte von den interessantesten. Und dann testet man die. Herr Asenbaum misst dann mit dem Wasserstoffmessgerät. Keiner in Europa hat so ein Wasserstoffmessgerät und ist in der Wasserbranche, sage ich mal. Und dann kommen dann dementsprechend die Werte raus. Die besseren Geräte haben eher niedrigeren Wasserstoffgehalt und die besseren haben dann eher an der Sättigungsgrenze den Wasserstoffgehalt. Und dann schauen wir uns das Gerät selber an, wie das gebaut ist, wie das Gehäuse ist. Und auch eben bei unserem Münchner kalkhaltigen Wasser testen wir es dann. Ich lasse es dann bei mir in der Küche oft einfach lange laufen und beobachte das Verhalten des Gerätes. Und so haben wir halt jetzt langsam so eine Art von die besten Rosinen aus Korea und nicht Japan, aber aus Korea, da wo die Anlagen eigentlich herkommen, die besseren Anlagen, da haben wir uns jetzt die rausgepickt. Da haben wir verschiedene Hersteller. Bei einem Hersteller, das ist so einer der größten Hersteller, KYK, da habe ich jetzt nur ein einziges Gerät als gut empfunden, das ist deren kleinstes, neuestes Gerät. Dann unser Haupthersteller EOS, die haben einfach die besten Geräte, sage ich mal, und da haben wir jetzt dann die gebeten, dass sie uns noch die Geräte ein bisschen stärker machen, weil es dann doch kalkhaltiger ist in Deutschland als in Korea, ja. Und dann auch so eine Vorreinigung reintun lassen. Aber das alles gab es eben früher nicht so online, vor allem sowieso nicht, weil da war der Herr Asenbaum aktiv, so vor 9 Jahren, wo ich gestartet habe. Nur er hat halt DVDs und Bücher verkauft und wollte es halt nicht online stellen, so mit der Einstellung, wenn ich das online habe, dann nutzen das irgendwelche anderen Leute und kostenfrei und er hat nichts davon mäßig. Und diese Kultur ist jetzt auch anders geworden, wir stellen alles online, wir machen so tolle Videos, also das, was wir beide da gerade gestartet haben und schon machen,
wichtige Arbeit für die Menschheit aus meiner Sicht. Das ist auch meine Motivation, hier wirklich was in der Welt zu bewegen und nicht nur zu reden und nichts zu tun. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein super Sortiment an Anlagen. Die Marke EOS aus Korea, die wollen wir auch sogar in Deutschland herstellen lassen, weil das sind einfach die besten. Die sind unkaputtbar, sage ich mal, und das Wasser ist am leckersten. Aber wir sind auch dabei, dann hätten wir ein Made in Deutschland Gerät im Durchflusssystem, was wir gleich sehen werden. Aber wir sind auch aktuell dabei, ein Made in Germany, pur Made in Germany, mit dem Wissen, was Herr Asenbaum jetzt in den letzten 2 Jahren gerade neu rausgefunden hat, ein Topfgerät, so ein kleines, wie so eine Flasche wird es sein. 0,7 Liter basisches Wasser wird es produzieren und super einfach gehalten alles. Und taugt für jeden Haushalt. Das wäre der Volksionisierer pro Mensch, sage ich mal. Also jeder Mensch hätte dann eine Flasche, hat es kurz am USB dann angesteckt und in 15 Minuten dann basisches und saures Wasser erzeugt. Das ist dann so irgendwann dann mal unser Massenprodukt, sage ich mal. In diesem Jahr kommt es noch raus. Aber wir haben halt jetzt wirklich dank den verschiedenen Herstellern, dank den ganz vielen Geräten, die bei mir auch teilweise immer noch da sind, haben wir sehr viel gelernt. Also wie die Geräte innen drin funktionieren, welche Entkalkungsschutzmechanismen wir verwenden sollten. Die Filter sind so ein Thema, weil bei vielen Geräten und bei manchen Wässern in Deutschland, also ganz selten passiert es, die Leute füllen das Wasser ab, das schmeckt lecker, das basische Wasser, das ist ja wirklich süchtig machen, kann ich sagen. Wenn man im Urlaub ist, will man kein anderes Wasser trinken, weil es einem fehlt. Aber jetzt bin ich aus dem Faden gekommen, auf jeden Fall. Ja, vielleicht darf ich mal einfach ein bisschen lobhudeln. Also der Herr Akgün ist derjenige, dieser Münchner Türke, der ein Produkt nach Deutschland zurückholt gerade. Das 35 Jahre lang verschollen war. Also vor 35 Jahren wurde der letzte Wasserionisierer in Deutschland gebaut. Dann ging die ganze Entwicklung nach Russland, nach Japan. Jetzt sind die Koreaner führend. Und jetzt haben wir inzwischen in diesen letzten 12 Jahren so viel Know-how uns wiedergeholt und neu beschaffen, dass wir jetzt den Japanern und Koreanern sagen können, wie sie Ionisierer bauen sollten, damit die für unsere Bedürfnisse passen. Und das wissen wir technisch hier, als auch ästhetisch. Ja. Und das wissen wir hier quasi jahrzehntelang verschüttet. Das war vollkommen verschüttet. Ja. Wäre ich nicht zufällig an den Nachlass des Erfinders Alfons Natterer, der das 1931 erfunden hat und bis 1981 in Deutschland vertrieben als Medizinprodukt über Apotheken. Mhm. Ja, der hat keine Ionisierer verkauft, der hatte nur Fabriken, wo welche drin standen und hat dann das Wasser über Apotheken verkauft. Ja, inzwischen weiß man natürlich mehr, dass das kein guter Weg ist, weil insbesondere das basische Wasser nicht lange haltbar ist. Also man muss es immer frisch produzieren, deswegen ist die dezentrale Produktionsmethode die richtige dafür. Die richtige, genau. Ja, und da entwickeln wir eben jetzt auch die richtigen Geräte dafür. Wir schauen uns jetzt eines mal an, ein kurzer Clip, was werden wir da sehen, damit der Zuschauer ein bisschen vorbereitet ist. Wie das modernste der modernste Wasserfilter mit Display, wo man Liter pro Minute sieht, pH-Werte sieht, Filter, Lebenszeiten sieht. Sozusagen die Wasseraufbereitung von Star Trek, wie das funktioniert am täglichen Wasserhahn. Ja, aber ich soll machbar und umsetzbar für jeden Haushalt, für jede einzelne Person. Kann theoretisch jede Hausfrau direkt an Wasserhahn installieren. Ja. Wir haben super Bedienungsanleitungen, dank Herrn Asenbaum auch. Oder fest installieren oder auch Untertisch ist auch möglich mit einem eigenen Wasserhahn. Jetzt ist schon ein paar Mal erwähnt worden, das Thema basisches Wasser. Ohne dass wir da nochmal drauf eingegangen sind. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Schleife wert, warum das Problem Übersäuerung hatten wir angesprochen, warum das Thema jetzt genau in das Gegenteil zu gehen, das Richtige ist. Müsste es nicht ausgeglichen sein? Warum basisch? Also ich sag mal pH-neutral sein. Basisch wäre das ja dann an und für sich nicht. Ich meine, wenn eine Übersäuerung ausgeglichen werden soll, dann ist es natürlich gut, wenn man mit Basizität operiert. Klar. Das ist klar. Man darf das Ganze nicht überschätzen, weil natürlich es ist nach wie vor ein Wasser. Es ist ja keine Lauge.
ne, dass es ganz, ganz stark gepuffert basisch ist und sogar gefährlich sein könnte. Ist ja nach wie vor ein Trinkwasser. Ne? Aber man muss ja natürlich sehen, dass Wasser von den Dingen, die wir täglich konsumieren, die Hauptmenge darstellt. Wir müssen pro 10 Kilo Körpergewicht 0,34 Liter Wasser täglich ersetzen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil kein Wassermolekül länger als 2 Wochen im Körper verbleibt. Es muss ausgetauscht werden. Also ist das eigentlich der größte Hebel, den wir haben, um an unserer Gesundheit etwas zu verändern, nämlich das Massenprodukt. Wasser ist der Mehrheitsaktionär in unserem Körper. Ja. Den können wir nicht überstimmen. Die Schulmedizin kümmert sich nicht drum, aber deswegen wird sie ja jetzt langsam gefeuert von den Aktionären, weil das ist ein schlechter Vorstand, der sich nicht um die Mehrheit kümmert. Also schönes Bild. Wenn wir das Wasser verändern, dann verändern wir alles. Dann verändern wir Mehrheiten. Und wenn wir das kontinuierlich tun, dann ist das gut. Und wenn wir jetzt basisches Wasser trinken, um der Übersäuerung eine Balance entgegenzuhalten, und wenn wir das regelmäßig tun und gleichzeitig, und das ist nämlich das, was viel unterschätzt wird, meistens werden die Nahrungsmittel gebrandmarkt. Du isst kein Fleisch, weil das macht dich sauer. Aber in Wirklichkeit, das, was uns am sauersten macht, sind unsere tagtäglichen Getränke. Wenn Sie sich mal ansehen, wie die Getränke sauer sind, es gibt kaum neutrale Getränke, die meisten sind grottensauer. Also ich möchte jetzt nur mal das Cola nennen, was wirklich... Das ist aber wirklich, das geht hier gar nicht eigentlich. Ja. Hier nicht. Ja. Hier nicht. Aber schauen Sie doch mal in die Läden, wie viel davon da verkauft wird. Ja, klar. Ja? Klar. Es ist ja nur ein Beispiel, eine Buttermilch ist auch sauer. Und wenn ich ein Problem mit der Übersäuerung habe, dann ist die Buttermilch auch sauer. Und wenn ich aber jetzt meinen Getränkekonsum rüberschiebe ins Basische, dann kann ich gar nicht mehr so viele saure Getränke zu mir nehmen und dann werde ich mit der Übersäuerung fertig. Es ist kein direkter Effekt. Jetzt, was mir dann sofort als Frage kommt, gibt es eine Überdosierungsproblematik? Wenn ich weiß das ja nicht im Organismus, das kann nicht jeder dauernd messen, wie stark die Übersäuerung stattgefunden hat. Kann es da eine Schwierigkeit geben oder ist, wenn ich... Sie meinen im Hinblick auf eine zu große Basizität? Richtig. Nein, das kann nicht passieren, weil es ist ja Wasser. Eben. Die Pufferung ist ja ganz gering. Ich meine, es wird aus normalem Leitungswasser gemacht. Da haben Sie maximal 200-300 Milligramm Mineralien drin. Also ich kann das unbedenklich jeden Tag trinken und tue bis zu der höchsten Trinkmenge, die man halt überhaupt trinken soll. Ich meine, wenn Sie natürlich jetzt 10 Liter Wasser am Tag trinken, das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Da komme ich ja am Pieseln immer raus. Ja, also das ist ja nichts, was... Egal, was Sie trinken, 10 Liter ist meistens zu viel. Ja, aber das meinte ich jetzt, die Überdosierung von dem basischen Wasser, die Gefahr besteht nicht. Das kann ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn wir jetzt eine Cola, die hat einen pH-Wert von ungefähr 2,5. Wenn wir die neutralisieren wollen auf pH 7, dann brauchen wir 32 Gläser Leitungswasser mit pH 7. Okay. Ja, oder 7,4. Leitungswasser ist meistens ein bisschen drüber. Aber wir brauchen nur 16 Gläser von dem basischen Wasser. Ja? Also es ist ungefähr doppelt so basisch wie ein normales Leitungswasser. Ja. Aber es ist jetzt nicht wie eine Natronlauge. Alles klar. Nee, das ging mir nur darum, weil jetzt jemand denken könnte, okay, nein, ich weiß man ja kann nicht, sich nicht zu basisch man kann sich jedenfalls nicht mit da kann man nichts falsch machen. Ja. Also da gibt es noch ein Thema, nämlich dass es gibt diese Konzentrate, diese Basenkonzentrate und Sauerkonzentrate. Die werden dann mit Industrieionisierern hergestellt, wo dann das Wasser zuerst gesalzen wird, dann hat man Natrium und Chlorid drin und dann hat man mehr Mineralien drin und dann kann man jetzt pH-Werte bis pH 12 im basischen Bereich oder sogar 12,5 und im sauren 2,53 erreichen. Und damit therapieren jetzt viele Therapeuten, gerade gegen Krebs und so. Und
das ist dann was anderes. Das trinkt man dann im Endeffekt so schnapsgläschenweise, tut danach wieder Wasser trinken, das heißt, man tut es wiederum verdünnen eigentlich. Aber das ist dann wieder für den Körper doch etwas anderes. Davon soll er nicht so viel trinken. Und das bringt alles ein bisschen durcheinander, weil manche Leute eben verwechseln diese Konzentrate mit dem leicht basischen Wasser, was gerade mal bei pH 9,5 oder bis maximal 10,5, 11 gehen kann. Aber die Trinkwasserverordnung sagt, 9,5 ist Obergrenze, 6,5 ist Untergrenze. Warum soll ich jetzt da an der Untergrenze mich rumtümmeln? Lieber trinke ich doch 9,5. Ja. Nee, mir ging es jetzt einfach nur darum, das war eine klare Aussage, also es gibt weder eine Überdosierung, noch muss ich jetzt irgendwo anfangen, die Gläser zu zählen, wo es dann vielleicht schwierig werden könnte. Ich kann das ganz normal als ein tägliches Getränk. Man sollte trinken, wenn man durstig ist. Ja, Punkt. Und Punkt. Was allerdings auffällt, das kann ich jetzt nach 12 Jahren Erfahrung mit über 3000 Leuten sagen, man möchte gerne mehr trinken, wenn man dieses Wasser trinkt. Das ist ein... Gut, aber das ist ja das, was Ernährungswissenschaftler oder ich sag mal Leute, die im medizinischen Bereich unterwegs sind, sowieso dauernd predigen, dass wir zu wenig trinken. Insofern ist es ja nicht schädlich. Aber es passiert von alleine. Es passiert du trinkst und kriegst Durst. Ja. Wobei ich sage Hunger, weil es ist eigentlich Hunger auf Wasserstoff. Ja, verstanden. Das Stichwort Japan war schon gefallen, also wo sich jetzt Korea, Japan, russisches Wissen, also alle unterschiedliche Länder, die in dem Bereich tätig waren. Stichwort Japan führt mich zu der Frage oder zu dem Hinweis, dass die Wirkung eines solchen speziellen Wassers auch auf die Alterung eine Auswirkung hat. Ist das richtig? Oder haben kann, dass es da... ja, da müssten wir erst natürlich mal uns darüber einigen, was ist Altern. Okay. Das wissen die Japaner auch nicht so genau. Ja. Letztlich weiß es niemand. Also man kann jetzt schon mal sagen, dass der Wegfall von den typischen Alterskrankheiten, das sind die chronischen, die ich vorher genannt habe, dass der natürlich einen Alterungsprozess zumindest angenehmer verlaufen lässt. Ja? Die Japaner leben sowieso länger als die meisten anderen. Also kann man jetzt nicht sagen, ob das daran liegt, dass jeder dritte Japaner basisches Wasser trinkt. Das ist ja auch erst seit den 80er Jahren dort Gepflogenheit geworden. Also statistisch kann man da noch nichts sagen. Ja. Man kann allerdings zum Beispiel aus der russischen Forschung berichten, die haben Leitungswasser untersucht bezüglich des Redoxpotenzials. Das bedeutet Wasserstoffhaltigkeit. Die haben festgestellt, dort wo das höchste Redoxpotenzial, also das im positiven Bereich ist auch die höchste Inzidenz von Krebstoten. Und dort, wo es am niedrigsten ist die geringste. Das heißt, die postulieren einen Zusammenhang zwischen schweren Krankheiten und der Zusammensetzung dessen, was die Leute täglich zu sich nehmen. Ja. Ja, und zwar in Bezug eben auf das Redoxpotenzial und damit auf den Wasserstoff. Und das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, der Wasserstoff ist ja das, ich will mal folgendes Beispiel sagen. Wenn ich jetzt ein Kannibale wäre und müsste mir jetzt so Menschen halten und die züchten, was würde ich denn denen geben, damit die am besten schmecken? Ich glaube, ich würde sie nicht zu McDonald's schicken. Denen würde ich basisches Wasser geben, weil das machen bereits viele Landwirte mit ihren Schweinen, Hühnern und Rindern, weil die dann nämlich schneller und besser wachsen und das Fleisch besser schmeckt. Und jetzt kommen unsere Lebensmittelchemiker und die sagen, ja, wie stellen wir denn eigentlich fest, ob jetzt was gut ist, ein Lebensmittel? Und dann kommen die auf die Idee, der Professor Hoffmann aus Weinstefan hat darüber jetzt schon das 2. Buch geschrieben, ja, messen wir halt mal das Redoxpotenzial. Ich meine, der normale Metzger misst nur den pH-Wert. Aber wenn man jetzt das Redoxpotenzial von allen Lebensmitteln, von einem Apfel, von einer Birne, von einem Stück Fleisch, von einem Pilz, egal, wenn man das misst, da gibt es innerhalb der Art Apfel gibt's ein bestimmtes Spektrum. Und da, wo immer das niedrigste Redoxpotenzial ist, da hat man die besten
Lebensmittel. Man kann sogar Bioware auf diese Weise erkennen und klassifizieren, ja? Weil die hat das niedrigste Redoxpotenzial. Ja. Und wenn ich jetzt ein Zuchttier meinetwegen mit viel wasserstoffhaltigem Wasser füttere, dann wird es natürlich besser sein. Genauso ist es, ich kann zum Beispiel Nahrungsmittel regenerieren, indem ich die in das basische wasserstoffreiche Wasser einlege. Also sogar ein Ei. Also der Wasserstoff ist so dünn, dass er durch die Eierschale durchgeht und das Redoxpotenzial senkt. Ein Hühnerei, wenn es frisch ist und biologisch erzeugt, ist sowieso schon ein ziemlich gutes Nahrungsmittel. Das hat ein Eiklar hat einen pH-Wert von 9,4, ist also schön basisch und das Redoxpotenzial ist auch lebensnah, also dem Blut nah, sowie auch Muttermilch. Das sind alles Flüssigkeiten, die alle mit einem negativen Redoxpotenzial glänzen. Und jetzt kann ich das Ei sozusagen, wenn schon 3 Wochen im Kühlschrank bei mir gelegen hat, kann ich das eine halbe Stunde in das basische Wasser legen. Und dann hat es bessere Werte als an dem Zeitpunkt, wo ich es in den Kühlschrank gelegt habe. Also quasi als Vitalisieren. Das ist jetzt in meinen Augen ein Jungbrunnen, weil das hat was mit Baden zu tun, wie früher der Jungbrunnen ja auch so ein Idol war. Dann sind wir, also deswegen, das hatte ich bei Japan angesprochen, diese Reverse-Aging-Überlegung oder... Ja, das ist ja amerikanisch. Ja, gut. Das hat ein Koreaner geschrieben namens Sang Wang. Ja. Und das war eigentlich das, was das eigentlich hier nach Deutschland zurückgebracht hat, die deutsche Übersetzung von diesem Buch, Reverse Aging, auf Deutsch der Weg zurück in die Jugend. Das ist nicht ganz so krass. Also niemand ernsthaft in der Wissenschaft glaubt, dass man das Altern zurückdrehen kann, dass die Uhr wirklich rückwärts läuft. Aber man kann sie zum langsamer Laufen bringen und vielleicht sogar zum vorübergehenden Innehalten des Alterungsprozesses. Das ist ja auch schon ein großer Gewinn. Ja, das Altern liegt nun mal an der Zellteilung und an den Telomeren und da können wir auch mit allen möglichen Tricks noch nichts machen. Es gibt zwar schon Arbeiten aus Japan über den Rückgang des Telomere-Shortenings, heißt es, also diese Reproduktionsfaktoren sozusagen, bei jeder Zellteilung wird ein Stückchen vom Lebenskuchen abgeschnitten. Da gibt es schon Zusammenhänge, die da untersucht worden sind, aber das ist Grundlagenforschung. Es ist nur, wenn ich mir das jetzt anhöre mit dem Ei in dem Wasser, habe ich ja eine Situation, wo etwas, was schon in einer gewissen Weise gealtert ist, wieder in einen ursprünglicheren und besseren Gesamtzustand wieder transportiert wird. Und am hübschesten sieht man es am Salat, weil da muss ich nichts messen, da werfe ich einfach den welken Salat da kurz rein und warte 10 Minuten und dann habe ich wieder einen frischen Salat, dann kann ich den weiterverkaufen. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen, Redoxpotenzial hört sich für alle so sehr kompliziert an, aber es sagt eigentlich nichts anderes aus, außer hat eine Flüssigkeit oder was auch immer, ist es ein Elektronenspender? Ist das Redoxpotenzial im negativen Bereich, also Minuszeichen, Elektronen überschüssig, oder ist es ein Elektronenräuber? Und Wasser ist üblicherweise ein Elektronenräuber, das wissen wir, weil wenn wir ein Eisenstückchen reinschmeißen, fängt es an zu rosten. Und das ist beim basischen Wasser jetzt eben nicht so. Und warum die Elektronen da sind, das hängt dann wiederum mit dem Wasserstoff zusammen. Und da der Wasserstoff jetzt so klein ist, kann man dann eben alles, also auch dann uns selber persönlich, durch das Trinken oder eben durch das Baden von Obst, Gemüse, was auch immer, Smoothies, alles kann man mit diesem Wasser mischen oder in diesem Wasser baden. Und es schmeckt besser. Dauert halt 10 Minuten und zusätzlich reinigt man ja auch, egal was man ins Wasser reinschmeißt, 10 Minuten, das ist dann gleichzeitig ein bisschen gereinigt. Wann reinige ich denn meinen Apfel 10 Minuten lang unter laufendem Wasser? Das mache ich meistens nicht. Ich mache kurz, aber so habe ich dann wenigstens den zusätzlichen Effekt, dass ich dann die Zeit der Reinigung verlängere, indem ich 10 Minuten in diesem Wasser drin lasse. Ja, das zu der Frage, wenn ich jetzt mal so einen Wasserionisierer habe oder vor der Frage stehe, soll ich mir sowas anschaffen? Die Leute denken immer nur, ja, ich trinke halt jetzt meine 2 Liter Wasser am Tag und dafür soll ich mir so ein großes Ding kaufen. Ja, man kann eben auch noch andere Dinge damit machen. Man kann seine gesamten Nahrungsmittel damit verbessern. Es geht sogar, ich habe da Videos im Internet drin, es geht durch eine Milchtüte durch.
Der Wasserstoff geht durch eine Milchtüte durch und macht die Milch besser. Also, dass ich die Tüte quasi in ein Wasserbad reinstelle, also die Milch wird selber nicht in dem Sinne verdünnt. Ja, so ein Tetrapack. Nein, es geht nur der Wasserstoff durch. Ja. Das ist eine riesen Revolution, wenn man sich das nur vorstellt, dass man uralte Themen, kurz bevor man sie konsumiert, nochmal kurz in ein Wasserstoffbad und Elektronenbad reinlegt und das durchdringt alles. Wie schön ist das? Also das ist der zweite Bereich, wo wir uns denken, so, da müssen wir unbedingt diese Chance ergreifen und das bekannt machen. Und das ist eben das, was ich mit Redox-Revolution meine. Dass man einfach die Oxidationsprozesse umdrehen kann, indem man Wasserstoff zugibt. Wasserstoff ist der zentrale Stoff des Lebens. Ein Organismus, der keinen Wasserstoff mehr ausdünstet, ist tot. Ganz einfach. Und genauso ist es mit den Pflanzen. Der Salat ist welk, wenn er keinen Wasserstoff mehr ausdünstet. Wenn ich ihm den wiedergebe, dann kann er sich wieder in gewissen Grenzen erholen. Ja. Wenn ich dieses spezielle Wasser trinke, habe ich dann im Hinblick auf meinen Organismus und dem, was da an Giftstoffen, an Schlacken und so etwas drin ist, auch eine reinigende, das Stichwort Reinigung fiel gerade, auch eine reinigende, entschlackende, entgiftende Wirkung? Das denke ich, muss man sehr, sehr kritisch betrachten. Denn Gifte sind oft nicht wasserlöslich. Ja, also man kommt nicht an Gifte ran, die nicht wasserlöslich sind. Da muss man mit anderen Methoden, da muss man manche Gifte muss man mit Säuren abfangen. Das sieht man bei der Chelattherapie, da nimmt man auch eine Säure, EDTA zum Beispiel, um zum Beispiel Schwermetalle auszuleiten. Also da hängt es davon ab, was für Gifte. Das ist dann wirklich eine Sache der Diagnostik und das ist dann ärztliche Kunst. Ja. Unabhängig davon ist das, was wir an ich sag mal, positiven Auswirkungen, ob das die Lebensmittel oder mein alltäglicher Wasserkonsum betrifft, etwas, was den Körper wieder in einen ausgeglichenen Zustand, und gerade die angesprochenen russischen Forschungsergebnisse deuten ja darauf hin, dass dieser versäuerte und nicht basische Zustand des Organismus dann auch bitter bezahlt wird mit entsprechenden Erkrankungen. Das Signifikante in dem Bereich, wo es da ein Problem ist, dann auch die Bei den russischen Forschungen geht es nicht um Übersäuerung, das ist das japanische Thema. Ja, bei den Russen geht es um Energie. Ja, da geht es ums Redoxpotenzial und Wasserstoff. Ja, und wenn man davon zu wenig hat, dann ist es offenbar auf Dauer nicht gesundheitsförderlich. Ja, eigentlich das Gegenteil. Also nicht gesundheitsförderlich, es ist schädlich im Grunde genommen. Und das kriege ich aber mit eurem Wasser in den Griff und gelöst. Ganz offensichtlich. Ja. Also ich mache es meinem Körper einfach leichter, seine Funktionen zu erfüllen, und dadurch mache ich mir das ganze Leben leichter. Aber da müssen wir jetzt mal bei den Bakterien anfangen. Also wir haben ja mehr Bakterien in unserem Körper als Zellen. Also wir sind ja eigentlich ein wanderndes, was sagst du immer, Gastro-Wiesenzelt, wo wir praktisch die Bierausschenker sind und da ganz viele Zellen, also Menschen nur noch. Ja, das ist das Bild von der Mensch als Großgastronom. Wir sind ja gar nicht eigentlich die Mehrheit in unserem Körper. Das ist ja die zigfache Menge an Bakterien gegenüber unseren Zellen. Ich sage immer, wir sind nur das Servicepersonal für die ganzen Oktoberfestgäste, die da sind. Ne? Da geht 1 Million durchs Bierzelt und mit 50 Leuten und 50 Securities. Da haben wir ein Immunsystem und noch ein paar Organe, die bewerten. Und die machen wir alle satt. Wir machen unsere Bakterien satt dadurch, dass wir essen. Und die Bakterien bedanken sich dafür, vor allem die Anaerobier, dass sie Wasserstoff aussondern. Unglücklicherweise produzieren sie auch noch Säuren dabei, sodass wir doch noch ein bisschen was haben, dass wir die Tische abräumen müssen sozusagen von den leeren Tellern. Ja, aber das ist eigentlich so, sind die Größenverhältnisse und Machtverhältnisse im Körper. Also wir sind hauptsächlich dazu da, unsere Gäste zu bedienen. Und die liegen im Darm. Und die bringen uns die Kohle.
Die geben uns den Wasserstoff. Aber eben, wie gerade angesprochen, nicht unbedingt in der komplett optimalen Form. Also deswegen muss ich eben gucken. Ja, das Problem ist, dass wir gerade in unserer westlichen Zivilisation große Darmprobleme immer wieder vorfinden. Ja, die Dysbiotik des Darms ist eine der zentralen Problematiken in unserem gesamten Ernährungswesen. Wir haben eben keine gesunden Anaerobier. Die gesunden Bakterien vermehren sich bei einem stark negativen Redoxpotential von ungefähr 200 minus am besten. Und wenn man sich den Darm von irgendeinem Wohlstandsmenschen jetzt ansieht, dann hat man dort nicht dieses Level und da können die sich nicht vermehren, da gehen die anderen hoch, dann gibt es Blähungen und allen Pipapo und drum und dran. Und die ganzen Darmprobleme, der Darm ist ja das zentrale Organ des Immunsystems. Der Wasserstoff ist ja auch das entscheidende Antioxidant im menschlichen Körper, weil er das kleinste ist und überall hinkommt. Die Großen kommen ja gar nicht in jede Zelle rein. Also in der Diskussion, das hätte ich mich jetzt auch noch wissen wollen, bei der wir ja also alle möglichen Empfehlungen und Anti-Empfehlungen und neue Empfehlungen, also was so das Thema freie Radikale betrifft, zur Kenntnis nehmen, bin ich hier auch gut aufgehoben. Wenn das ein Antioxidant ist, habe ich ja eine Situation, wo ich muss es kurz erklären. In der Werbung für Wasserionisierer hört man ja häufig, es ist antioxidativ, so pauschal. Ja. Das ist aber jetzt nicht ganz differenziert gesehen. Man weiß das allerdings erst seit 2007. Der Wasserstoff geht direkt nur an das übelste Radikal, nämlich das Hydroxylradikal. Und neutralisiert dieses direkt. Aber die größeren Antioxidantien im Körper, zum Beispiel Vitamin C, Glutathion, Coenzym Q10 und so weiter, Katechin, die sind alle viel, viel größer. Riesig größer, ums 400-, 500-fache als so ein Wasserstoff. Und wenn die ihr Elektron abgeben, dann werden die ja selber zum Radikal. Ja, zwar nicht zum Sauerstoffradikal, aber letztlich haben sie dann nichts mehr, wo sie wirken können. Und das ist das, was der Wasserstoff nämlich auch macht. Er lädt die körpereigenen Oxidantien wieder auf. Er refresht die, so wie den Salat. Mit den entsprechenden Auswirkungen. Ja. Und deswegen bin ich ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln. Nur ich sage, brauchen tun wir es eigentlich nicht, wenn wir das Wasser haben. Weil, also natürlich müssen wir vernünftig uns Ernährung zuführen, ne? Möglichst ausbalanciert, ne? Mit einem hohen vegetarischen Anteil zumindest. Aber ich bräuchte keine Additive mehr dazu. Ich brauche keine Additive. Ja. Weil das zentrale Additiv ist der Wasserstoff. Das ist das, was alles andere zum Leben bringt. Ja. Und Wasserstoff ist im Endeffekt junges Wasser. Wasser ist alter Wasserstoff, weil Wasserstoff oxidiert, wird zu Wasser. Und das versuchen wir jetzt in kleinen, aber beachtbaren Mengen übers Wasser in den Körper direkt reinzuschütten. Ja. Also effektiver geht es eigentlich gar nicht. Bei mir ist so, wenn ich im Urlaub oder unterwegs bin und kein basisches Wasser bei mir habe, da will man kein anderes Wasser. Nummer 1, dann ich trinke gern Bier, also und auch andere Alkoholthemen. Und ich lebe sehr, sehr ungesund. Also ich bin faul zum Einkaufen. Meine Mutter bringt mir ab und zu Essen vorbei und das ist halt dann auch nicht jetzt Frischnahrung, auch und salatmäßig sowieso nicht Obst, Gemüse. Ich seit 9 Jahren habe ich mich überarbeitet und bin eigentlich in einem Dauerburnout. Aber dank diesem Wasser ist so, dass ich mich eigentlich genauso jung fühle wie vor 9 Jahren. Ich kann immer noch einen Handstand machen, aber wobei besser, dabei stehen. Ich esse einmal am Tag meistens und das erst so 2, 3, 4 Uhr, wenn ich so richtig Hunger habe. Meistens kommt man halt schwer dazu, sag ich mal. Und trotz dessen, dass ich eben so ungesund und rauche wie ein Schrot, ich habe ein
luxuriöses Büro, wo ich drin rauchen kann im Kundengespräch. Das ist einfach, du ja auch, alle Wasserfuzis rauchen im Endeffekt. Aber trotz dessen, obwohl mein Onkel und die ganze Familie alle Geheimratsecken schon mit irgendwie 20 irgendwas hatten oder auch graue Haare und so, ist bei mir noch nichts passiert. Und ich bin jetzt fast 39. Und deswegen ist der Vorteil, also wenn ich im Urlaub war und zurückkomme, habe ich so die ersten 2-3 Tage Durchfall. Ich weiß, warum das so ist, weil ich im Urlaub natürlich dieses basische unterstützende Wasser nicht hatte. Ja. Und das ist der Vorteil dieses wasserstoffhaltigen und elektronenreichen, wo es ja im Darm auch ähnlich ist und wasserstoffproduzierende Milchsäurebakterien sind. Da kommt jetzt ein Wasser, was ähnlich ist und somit fühlen die sich jetzt wiederum besser. Und somit ist es eine Darmoptimierung, würde ich sagen, Darmbakterien, Zurückbringung der guten Darmbakterien. Und das ist aus meiner Sicht so eins der Hauptvorteile, nämlich dass wirklich bewiesenermaßen im Darm etwas macht, so Verkrustungen von irgendwelchen Schlacken, da gibt es ja Aufnahmen, Intragastro oder wie das heißt, halt so aus Japan, wie man sieht, wie es vor dem basischen Wasser ist und wie nach 3 Wochen das dann Ganze ausschaut, nämlich schön keine Krusten und so weiter. Ja. Letzte Frage, wenn ich das jetzt zu Hause anwenden will, dann ist das etwas, was... ich sag mal, ihr sprecht hier von Supermarktniveau, also preislich in der Größenordnung liegt, wo das im Prinzip nicht nur in jeden Haushalt reingehört, sondern auch sich jeder Haushalt leisten könnte. Das ist unser Ziel. Ja, da soll es hingehen. Das ist unser Ziel, ja. Wenn wir das schaffen, in Deutschland wieder Wasserionisierer herzustellen, in einfacher Form. Man muss natürlich sagen, das eine ist das Fahrrad und das andere ist der Mercedes. Es wird immer beides geben. Nur im Moment gibt es das Fahrrad noch nicht. Gut, aber das ist ich sag mal, die Herausforderung, die Aufgabe. Jetzt, der erste Schritt war, dieses verschütt gegangene Wissen, was ja von hier stammt, wieder zurückzuholen durch Umgucken weltweit und das Nutzen und das Aufgreifen von Forschungen und von auch Gerätetechnologie weltweit. Und der nächste Schritt ist dann, dass das Ganze hier auch verbraucherverträglich in einer Größenordnung angeboten werden kann, dass es im Prinzip jeder mit sich rumführen kann. Naja, verbraucherverträglich ist es schon längst. Also ich habe gerade hier auf der Herfahrt hier zum Herrn Acken gesagt, ich habe vor 12 Jahren Wasserionisierer verkauft hier in Deutschland. Die laufen immer noch. Das sind Kosten von 50 € pro Jahr, was für die Leute da angefallen ist. Jetzt soll man sich mal überlegen, was man für Mineralwasser ausgibt. Ja, klar. Das ist schnell amortisiert. Das ist wahrlich schneller. Also das ist das Schöne eben bei den Geräten, auch wenn da innen drin so ein bisschen komplizierte Technik drin ist. Wir haben echt uralte Geräte, wo Kunden dann mich anrufen, das allerneueste, beste Gerät haben wollen. Und ich dann sage, ja, aber Ihr altes Gerät funktioniert noch. Zum Beispiel jetzt 2 Beispiele, 9 Jahre alte Geräte oder 8 Jahre alte Geräte. Und dann mache ich ein alt gegen neu. Bevor ich ihm Rabatt gebe, nehme ich lieber sein Gerät noch und kriege da ein bisschen günstigeren Preis sozusagen. Und dann peppe ich diese Geräte sogar auf, weil ich habe 2 aktuell so uralte, die machen wieder basisches Wasser wie am ersten Tag. Und das kann ich wiederum verleihen, in Raten geben. Also Leute, die sich nicht so leisten können, die kriegen dann sowas, so 470 €, Gerät, was mal 1000 gekostet hat. Aber allgemein, die sind schon da, die Geräte auf dem Markt. Und unsere Philosophie ist ja so, man kennt das Wasser nicht, hat von Wasserstoff noch nicht so viel gehört. Das heißt, bis vor kurzem habe ich sogar die Geräte bis nach Österreich, Schweiz einfach gesendet. Die Leute haben 2 Wochen getestet. Und wenn sie dann halt damit zufrieden waren, haben sie es mir nur ab 1 bis 8 Wochen irgendwann überwiesen. Das hat mich natürlich immer in Schwierigkeiten gebracht. Je erfolgreicher wir sind, desto weniger Geräte habe ich, weil die dann halt irgendwo bei Kunden sind. Und mittlerweile machen wir eben so auf Vorauskasse, aber trotzdem hat jeder 2 Wochen Testphase und 6 Monate Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn jemand dann doch in den ersten 6 Monaten, nachdem er Experte wurde, doch merkt, so hey, das war doch die falsche Technik, dann kann es uns wieder zurückgeben, bezahlt eine 20%ige Leihgebühr praktisch, also wenn es 1000 € ist, gebe ich ihm nur noch 800 € zurück. Ich habe kein Problem damit, dieses gebrauchte Gerät dann wieder an jemand anderen 200-300 € günstiger zu verkaufen. Und das ist so die Philosophie. Jeder darf probieren, weil es neu ist und jeder soll es auch testen, weil es macht wirklich einen Unterschied. Sobald es zu Hause angekommen ist, man trinkt es, kommt es nicht mehr raus. Das bleibt, weil es lecker schmeckt. Ganz herzliches Dankeschön, viel Erfolg. Das ist eine einerseits spannende Sache, so ein
wirklich altes Wissen, was ja auch nicht, ja, es erlebt jetzt so auch so eine Art Reverse Aging Situation, ein altes Wissen, was deswegen, weil es vielleicht auch irgendwo unbequem war, irgendwo so in Vergessenheit geraten ist, das zu revitalisieren, das ist eine sehr verdienstvolle Tätigkeit und dann den Menschen etwas zur Verfügung zu stellen, was im Alltag eigentlich hilft, nicht eigentlich hilft, sondern eben wirklich hilft. Das ist eine gute Sache. Viel Erfolg, herzliches Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadressen www.wasserfakten.com ein für das Thema Publikationen, auf die ich gleich noch eingehen werde, und www.aquacentrum.de, wenn es darum geht, sich zu informieren über das, was an Geräten zur Verfügung steht, die dann auch von euch eingesetzt werden können. Ihr habt gehört, welche Konditionen und Möglichkeiten hier bestehen. Einfach ausprobieren und dann nach einer gewissen Zeit entscheiden, passt es oder passt es nicht. Das Angebot ist fair, insofern einfach mal ausprobieren. Ich will noch auf die verschiedenen Publikationen hinweisen. Elektroaktiviertes Wasser, eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial. Bei den Publikationen sind zum Teil auch DVDs dabei. Dann basisches Aktivwasser von A bis Z, die wichtigsten Fragen über Wasser, Ionisierer und schließlich als dritte Publikation elektroaktiviertes Wasser, eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial. Wir haben darüber gehört, hier wie gesagt mit einer DVD. Das ist einfach die elektronische Ausgabe von dem dickeren. Alles klar. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.